Herzlich willkommen bei der Vorführung des Ultrafast Traders. Ich möchte Ihnen heute kurz in dieser Präsentation zeigen, wie der Ultrafast Trader Sie beim täglichen Trading unterstützen kann. Wenn Sie den Ultrafast Trader erstmal auf den Chart ziehen, dann ist das Panel disabled. Auch wenn Sie dann dementsprechend hier in den Zeitfenstern hin und her springen, wird das Panel immer wieder disabled. Das ist eine Sicherheitsfunktion. Sie haben die Möglichkeit, das Panel dementsprechend durch Klick auf Panel zu aktivieren. Sie haben aber auch die Möglichkeit, es dauerhaft zu aktivieren, indem Sie hier Panel Active at Start auf True stellen. Somit ist das Panel aktiviert. Die Einstellung hat er jetzt nicht genommen. Okay, so. Sie sehen, das Panel ist dann fett gedruckt, und wenn Sie hier zwischen den Einstellungen hin und her springen oder zwischen den Zeitfenstern hin und her springen oder zwischen Charts, bleibt das Panel immer aktiviert. Sie sehen hier an den Ultrafast Trader mehrere Panels. Sie haben hier oben einmal die Endlaufzeit des jetzigen Bars. Das heißt, der Bar ist jetzt in 10 Minuten vorüber. Wenn Sie jetzt auf M15 gehen, braucht der Bar M15 9 Minuten noch, bis ein neuer Bar sich bildet. Sie haben hier die Funktion Buy und Sell, wo Sie dann die Trades einfach absetzen. Sie haben hier die Close All Funktion, die Close Profit Funktion. Sie haben die Close Loss Funktion, das heißt alle negative Trades werden geschlossen. Sie können Teilschließungen hier aus dem Chart heraus vornehmen. Sie haben auch die Möglichkeit, wenn der Kurs weit genug vom Einstiegskurs weg ist, den Trade auf Break-Even zu setzen. Sie sehen hier die Current Lot Size, mit der Sie jetzt handeln würden. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Sell Trade eingehen, dann nimmt er genau diese 0,24 Lots vor. Sehen Sie hier unten. Sie haben die Current Lot Size, das ist die Lot Size, die insgesamt gehandelt wird. Im Moment 0,24. Sie haben den aktuellen Spread. Sie haben hier Ihren aktuellen Accountstand, den Balance, und Sie haben hier Profit. Die Profit ist hier Gewinnanzeige. Sie haben auch die Möglichkeit, durch Klicken auf Balance, die umzustellen auf die PIP-Anzeige. So, wir haben hier einen Trade, sind wir eingegangen. Sie sehen hier eine Linie, gelb markiert hier. Diese Linie, das ist die Stop-Loss-Linie. Und Sie können diese Stop-Loss-Linie hin und her ziehen. Also wunderbares Instrument für das zukünftige Traden. Sie können also die Stop-Loss-Linie über den Hoch ziehen oder über den nächsten Hoch und können somit eigentlich Ihren Trade hier komplett managen. TP ist grün, genau das gleiche. Sie können den TP hin und her schieben. Sie müssen nicht mehr umständlich hier in den Trade reingehen oder dann ändern, hier in den Stop-Loss-Bereich dann Ihre PIP-Anzeige, Ihren Kurs einstellen. Das können Sie jetzt alles über den ER machen. So, dann schauen wir uns doch mal an, was für Einstellungen wir noch vornehmen können in dem Ultrafast. Wir haben hier noch einige schöne Sachen eingebaut. Wir sind hier auf dem 5-Digit-Konto. Auf dem 4-Digit-Konto müssen Sie sich hier an eine 0 wegdenken. Auf dem 5-Digit-Konto sind das hier 200, real sind 20 Pips, Stop-Loss, 40 Pips, Take-Profit. Wir haben ein Use First Take-Profit bei 30 Pips und hier würde dann 50% des Trades schließen. Das werde ich Ihnen auch gleich zeigen, wenn Sie auf Close Partial nachher gehen, wird auf 50% geschlossen. Sie können auch 30% oder 70% schließen, wie Sie es gerne möchten. Sie haben hier Use Trailing Funktion. Diese Trailing-Funktion zieht dann den Stop-Loss ran ab einer gewissen Pip-Zahl. Sie haben die Möglichkeit, den Trade auch nach gewissen Pips auf den Break-Even zu setzen. Das heißt, Sie setzen jetzt einen Trade ab und gehen dann einkaufen. Dann haben Sie die Möglichkeit, es wirklich dann auch ruhig einkaufen zu gehen, weil Sie wissen, entweder läuft ein Stop-Loss oder er läuft nach 15 Pips. Setzt er den auf Break-Even und der Trade ist weiter gesichert. Und hier ist das Kernstück, das Money Management. Das heißt, in Zukunft können Sie sich nicht mehr überhebeln. Sie müssen
oder sie haben nicht mehr die Chance, größere Positionen einzugehen mit diesem IE, weil der IRA ihnen dementsprechend es vorgibt. Wir traden hier mit 1% Risk. Sie haben auch die Möglichkeit, auf 10 zu stellen. Also mit 1% Risk haben wir 0,24 riskiert bei 20 Pips und bei 10% ändert sich dementsprechend diese Lot Size auch. Und Sie sehen, bei 10% Risk riskieren Sie dann im Moment oder haben Sie eine Lotgröße von 2,39 Lots bei 20 Pips. So, wir können, also Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere Trades hier aufzumachen. Bei dem nächsten Trade haben Sie auch wieder einen separaten TP und Sie haben wieder einen separaten Stop-Loss, den Sie auch wieder hin und her schieben können. Also Sie pro Trade haben Sie immer eine Stop-Loss-Linie und einen TP. Sie können wirklich aus dem Chart alles heraus managen. So, jetzt sind beide Trades im Minus. Wir können jetzt sagen, wir wollen mal die Teilschließung durchführen. Und Sie sehen, hier wurde eine Teilschließung durchgeführt und die Position hat sich dann halbiert. Wir können auch sagen, wir wollen mal alle positiven Trades schließen. Das funktioniert auch soweit. Und auch alle negativen Trades. Also Sie sehen, nur mit einem Klick auf diesen Button funktioniert es. Eine schöne Sache gibt es noch. Sie können auch Stop-Loss-Linien vorher einzeichnen und daran Ihren Trade dann auch messen und Ihre Lotgröße auch messen. Wir haben ja 10% eingestellt und wir sagen, der Kurs geht noch weiter runter. Dann können Sie mit STRGX hier eine blaue Linie einzeichnen. Das ist einfach auch nur eine Trendlinie, die Sie auch verschieben können. Und Sie sehen hier unten an den Lot Size, wenn Sie die Linie verschieben nach oben, also vom Kurs weg, wird die Lot Size kleiner bei 10%. Das ist immer noch 10%, was Sie riskieren, wenn der Stop-Loss getroffen wird. Und wenn Sie ihn an den Kurs ranschieben, wird die Lot Size größer. Das heißt, Sie riskieren immer 10%. Aber die 10% wird von Ihrem Stop-Loss-Linie berechnet. Oder anhand Ihrer Stop-Loss-Linie werden diese 10% errechnet. Und somit wird die Lot Size dementsprechend kleiner und größer. So, und wenn wir jetzt hier in Sale Trade eingehen, dann macht er diese virtuelle Stop-Loss-Linie als Stop-Loss-Linie und setzt dann den TP, den wir vorher auch in den Einstellungen schon gesehen haben, bei 40 Pips, dann dementsprechend auf. Und das ist auf jeden Fall ein schöner IE, der Ihnen das Traden erleichtern wird, weil Sie wirklich alles aus dem Chart heraus machen können. Sie müssen nicht mehr umständlich auf diese einzelnen Positionen klicken, also hier wirklich unten reingehen und auf Ändern. Sie können sich wirklich voll auf Ihren Trade konzentrieren oder auf Ihre Trades mehr oder weniger und haben alle Funktionen, die Sie hier brauchen, um wirklich einen perfekten Trade nachher auch abzuschließen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.